quietschgelbe Ligustica in den Mini Plus müssen die erweitert werden. Ja, und damit herzlich willkommen, meine lieben Bienenfreunde, zu einem neuen Kurzpraxisvideo hier bei nordbiene.de und bei schönstem Subtropenwetter. Wir haben hier 21, 22 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit. Eine stehende Luft, aber dafür ganz viel Regen. So, und ich möchte die Regenpause nutzen, hier kurz mit euch in die Mini Plus Völker mit den Ligustica-Bienen reinzuschauen. Die sitzen ja auf 2 Tagen. Wurden am 15. Juni gebildet und die Brutkreise, die dürfen jetzt ständig schlüpfen. Es kann gut sein, dass die Völker erweitert werden müssen. Ich habe jeweils eine Tage mit Mittelwänden vorbereitet, frische Mittelwände eingelötet hier, teilweise auch noch Altwaben, die so ein bisschen abgekratzt waren. Das machen die Bienen dann auch wieder richtig hier. Dieser eine, der muss mit Sicherheit erweitert werden, die anderen eventuell nicht. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Viel Spaß bei diesem Video. So, jetzt fängt das hier an zu regnen. Es ist stockdunkel. Ich glaube, ich lasse das erstmal mit der Aufnahme. Die dicke Regenfront, die dicke Wolke, die warten wir ab. Es fängt an zu regnen. Bis gleich. So, meine Lieben, auch der längste Regenschauer ist mal zu Ende. Es tröpfelt noch so ein bisschen. Das hat ja geschüttet hier wieder. Wir haben hier tatsächlich seit Wochen jeden Tag Regen. Und zwar nicht wenig. Richtig große Regenmengen hier und es ist alles nass. An den Deckel hätte ich gar nicht abnehmen müssen. Naja, egal. Die Futterzange ist zurzeit leer geschlabbert. Da ist nichts drin, das ist leer, das ist auch gut. Und wir wollen mal gucken, es kann gut sein, dass wir dieses Völkchen schon erweitern. Jo. Ja. Oh ja. Da besteht dann bei Flüssigfütterung auch immer die Gefahr, dass wir die Völker überfüttern. Ja. Hier sind die Bienen, die kann man ruhig ins Gras stellen oder hochkant, je nach Belieben. Ins nasse Gras laufen sie ja nicht. Das ist alles gut. Okay. Ja, ihr braucht Platz. Das ist ja schon alles voll. Ich will jetzt eigentlich keine Wabe ziehen. Wegen der Bivarolstreifen. Oder? Ja, da hängt in jeder Wabengasse hängt ein Bivarolstreifen. Das wäre jetzt blöd. Hier vielleicht. Es ist jedenfalls voller Bienen und Futter auch eingelagert hier. Das ist gar nicht so gut. Ja, da will ich jetzt nichts ziehen. Das können wir bei einem nächsten Volk machen. Die Gefahr ist natürlich immer, dass wir hier überfüttern. Ja. Ich versuche das mal so ein bisschen, aber wenn mir das zu riskant erscheint, dann lasse ich das. Sehr viel Futter eingetragen hier. Haben wir ja schon Rauch gegeben. Bei der guten Ligustica, da vergesse ich das immer. Ja. Ganz vorsichtig. Ja, wir sehen hier Brut, ein Brutnest. Genau. Das will ich euch dann doch noch mal zeigen. Ja. Das Volk wird erweitert. Zunächst gucken, ob hier die Königin nicht drauf ist. Richtig. So. Da ist die Königin doch drauf. Na Mensch, da haben wir wieder Glück oder Pech gehabt oder wie auch immer. Ihr seht, Königin ist drauf. Das ist die quietschgelbe Ligustica. Ja. Und schöne Arbeiterin. Wieso bist du denn hier schon wieder drauf? Da wollen wir dich mal ganz vorsichtig runterlassen. Jo. So ist richtig. Okay. Gut, ihr müsst auf jeden Fall erweitert werden. Vorbereitet habe ich eine Zage mit Mittelwänden, habt ihr ja schon gesehen. Es kommt mir nicht auf Schönheit drauf an hier. Die wird jetzt zunächst einfach draufgesetzt. Genau. Und dann können die sich hier weiter austoben und dieses Volk, das wird dann heute Abend auch wieder gefüttert. Futterzage kommt drauf. Genau, keine Biene quetschen. Das ist ja das Schöne an der Ligustica. Sie ist nicht wabenläufig, sondern bleibt da, wo wir sie vorgefunden haben. So. So. Auch hier alles nass natürlich. Ja, hier sehen wir auch die Futterzage auch leer geschlabbert.
Das ist gut. Ob diese Völker jetzt schon erweitert werden müssen, ich bezweifle es ein bisschen. Oder? Nee, müssen auch, da brauchen wir gar keine Wabe ziehen. Alles voller Bienen. Voller Bienen, quietschgelb. Ja, die kriegen auch eine Mittelwandzage aufgesetzt. Genau. Selbst wenn sie die nicht brauchen, die werden sie in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, wie die unterste Zage aussieht. Mit dem Futter muss ich mal gucken. Die haben zwar schöne dicke Futterkränze, werden aber weiterhin flüssig gefüttert. Wenn wir uns die letzte Wabe, ich habe jetzt keinen Rauch gegeben, glaube ich. Ne? Das ist bei der Ligustica auch fast egal. Langsam wird es auch heller hier. Ja, also wir könnten sie erweitern, ist noch nicht notwendig. Das ist die letzte Wabe hier. Schaut euch mal diese schönen Bienen an. Quietschgelb, also das ist Ligustica. Meines Erachtens auch rein begattet. Die Seite ist noch relativ unbesetzt, aber ich glaube, die unterste Zage, wie sieht die dann aus? Ja, na, also ich glaube, dieses Völkchen, das können wir erweitern. Das werde ich jetzt einfach mal tun. Schadet ja nicht. So, ihr müsst da jetzt ein bisschen weg. Auch wenn da Honig ist, genau, kriegt ihr nachher wieder was. Okay. Sehr schön. Gut, Futterzage wieder rauf. Da kommt nachher Futter rein. Genau. Genau, ihr müsst da weg, sonst bekommt ihr Probleme hier. Ja. Okay. Gut. Ja, jetzt kommt auch langsam wieder die Sonne durch. Also ich liebe dieses Subtropenwetter hier. 22, 23 Grad. Okay. So, und jetzt kommt Völkchen Nummer 3. Das ist das kleinste noch. Und ich vermute mal wirklich, dass die nicht erweitert werden müssen. Aber eine Überwachung ist notwendig. Wir brauchen gar nicht den Deckel abmachen, oder? Alles nass hier. Ja. Futterzage runter. Genau. Jo, sind auch schon gut besetzt. Ja, das ist die Ligustica-Biene. Ui, da war eine Wespe, da haben sie gleich reagiert. So soll das sein. Auch wenn die Bienen sehr sanft sind hier. So sind Wespen natürlich unerwünscht und wir haben ganz viele Wespen. So, jetzt will ich aber entscheiden. Braucht ihr schon eine weitere Zage oder... Ja, die scheiß Wespen, ne? Wir haben ein Wespenjahr dieses Jahr, das ist ganz extrem. Ja, die werden sie killen, das ist gut. Und wir haben ein Wespenjahr. So, dann schauen wir hier nochmal die letzte Wabe an. Die ist noch relativ unbesetzt. Ja, die werde ich noch nicht erweitern, die sind noch ein bisschen klein. Das macht aber nichts. Bienen laufen hier schon, ihr bekommt einfach nur Futter heute. Ja, sehr schön. Okay. Futterzage. Ups. Genau. So. Alles klar. Sehr schön. So, meine Lieben, ihr habt es sicherlich vor mir bemerkt, im Eifer des Gefechtes. Ihr habt es gesehen, ne? Ihr habt es gesehen. Die Zage ist natürlich falsch drauf. Das ist so, wenn man dann an Längsbau, an Kaltbau gewöhnt ist, dann packt man die einfach drauf, ja, ohne zu achten, wie ist eigentlich der Wabenbau hier. So muss das sein, genau. So, keine Biene quetschen. Gut, einmal zur Sicherheit runter. Gut. Und einmal wieder drauf, genau, so ist schön. Super. Und wie wir sehen, das Dach dampft.
Sonne drauf und eben noch richtig schwerer Regen. Das ist natürlich, das sorgt für Kondenswasser und Kondensbildung hier, ne? Verdampfung da letztendlich. So meine Lieben, die Sonne ist wieder da. Wir sind fertig mit der Durchsicht hier. 2 Völker mussten erweitert werden. Das dritte, das bleibt noch ein bisschen auf 2 Tagen hier. Und schon ist auch nicht die nächste Wolke wieder da. Ja, die Völker werden gefüttert heute und die entwickeln sich gut. Die sollen ja überwinterungsfähig werden hier in 3 Tagen Mini Plus. Das ist mein Ziel und das erreichen die auch locker. Ihr habt es gesehen. Die Ligustica, die ist ja extrem brutfreudig, dabei extrem schwarmträge, extrem sanftmütig, eine gut durchgezüchtete Hochleistungsbiene hier mit der Abstammung aus Italien. So meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und bleibt bei diesem Kanal. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen, dann verpasst ihr kein weiteres Video hier, zum Beispiel über die Ligustica, wie die sich hier entwickelt. Ja, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!